Servus und Hallo zur dritten Sendung von Channel Welcome. Ich wette, Sie kennen diesen Mann nicht, obwohl er Bedeutendes für China geleistet hat, zum Beispiel eine Verfassung geschrieben. Dennoch ist er hier wie dort unbekannt. Sein persönliches Motto war: Vergessen Sie nicht die Philosophie wegen der Politik und vergessen Sie nicht die Politik wegen der Philosophie. Den anderen Mann könnten Sie kennen, denn der lebt in Augsburg. Was beide Männer miteinander verbindet, erfahren Sie jetzt. Der Mann, der gerade hier läuft, heißt Yu Xin-meng. Ich bin geboren in 1946 in Shanghai. Herr Meng studierte in China Eisenbahntechnik. Mit 40 Jahren wurde er zu einer Fortbildung nach Deutschland geschickt. Er blieb und promovierte an der TH Aachen. Damals ich träumen eine Promotion zu Doktoringenieur. Das ist meine Traum. So dass ich gewusste, TH Aachen ist eine bekannt, diese Deutschland Uni. Wir möchten euch diesen Mann vorstellen, was aber ohne sein großes Vorbild undenkbar wäre. Zhang Junmai. Aber zunächst wollten wir wissen, was er als erstes über Deutschland wusste. Karl Marx. Dabei kommt er im gleichen Atemzug zu seinem wichtigsten Thema. Kultur, die Wissenschaft und besonders Zhang Junmai. Das ist er, Zhang Junmai, chinesischer Intellektueller und ein großes Vorbild von Herrn Meng. Zufall oder Fügung? Ausgerechnet im Haus von Zhang Junmai wurde Herr Meng geboren und ist dort aufgewachsen. Mein Vater immer erzählen, dieser Haus gehörte Zhang Junmai, diese Familie. Was ist Zhang Junmai? Verfassung oder so, keine Ahnung. In Schule nur sagen, Zhang Junmai ist Kriegsverbrecher. Gegen diese, das ist schlecht Mann. Zhang Junmai wurde 1887 geboren und schrieb Anfang des 20. Jahrhunderts eine neue Verfassung für China. Zunächst wurde er noch von Mao Zedong hoch geschätzt. Weil er sich aber für ein Mehrparteiensystem einsetzte und für ein demokratischeres China, wurde er später von Mao als Kriegsverbrecher bezeichnet. Bis jetzt in Taiwan ernennen Zhang Junmai als Verfassungsvater. Zhang Junmai wollen China Mehrparteidemokratie. Ist China Zukunft einziger richtig Weg. In Deutschland kennt Zhang fast niemand, aber selbst in China ist er nur als Wissenschaftler bei Fachleuten bekannt, weil er vom politischen System unterdrückt wurde. Trotzdem ist er für Herrn Meng eine der wichtigsten chinesischen Persönlichkeiten. Im Festland haben viele Leute ist falsch verstanden. Zhang Junmai. Herr Meng ist ein sehr politischer Mensch und Denker. Obwohl er schon lange in Deutschland lebt, engagiert er sich in seiner ganz eigenen Weise für die chinesische Gesellschaft. Viele Zeit schreibe Artikel über Politik, Geschichte, über Zhang Junmai,
diese Artikel schreibe. Nach seiner Promotion blieb er in Deutschland und arbeitete fortan in einem Forschungsprojekt der Deutschen Bahn für Hochgeschwindigkeitstrassen. Dann ich habe Arbeit als Planungsingenieur, für diese Entwürfe die Hochgeschwindigkeitsbahn. Doch das Projekt wurde nicht fortgesetzt und 1997 wurde Herr Meng arbeitslos. Deutschland Eisenbahn, diese Planung fertig, keine mehr. Danach ich habe in Augsburg öffne ein China-Restaurant. Das Sojas, später an anderer Stelle in Augsburg ein größeres Restaurant, führte er gemeinsam mit seiner Frau, die ebenfalls in China Eisenbahntechnik studiert hatte. Mit einem chinesischen Koch kreierte er preiswerte Gerichte, zum Teil nach alten Familienrezepten. Vor allem bei Studenten war das Sojas sehr beliebt. Xiying, die Tochter, damals noch Studentin, half vor allem bei den logistischen Aufgaben. Viele meinten, dass man nur dort in Augsburg wirklich chinesisch essen kann. Meine Großmutter ist eine Restaurantchefin. Unsere Familie ist Kaufmann. Diese Liebe Kochen ist auch mein Hobby. Aber von einem Tag auf den anderen war nichts mehr wie zuvor. 2009 finden diese Magen ist nicht gut. Dann das ist zu Arzt suchen. Arzt sofort finden Magenkrebs. Dann diese Chemietherapie. Jetzt nach 5 Jahren, jedes Jahr diese zweimal Untersuchung. Jetzt alles Daten, alles in Ordnung. Nachdem er den Krebs besiegt hatte, hat er sein Leben verändert und sich nun auf die für ihn wichtigen Dinge konzentriert. Das sind Lesen und Schreiben, vor allem über Chang. Zeit für mich ist sehr wichtig. Immer kurz. Fast jeden Tag über 10 Stunden arbeitet. Schreibe einen Artikel. Wichtig ist nur Zhang Junmei, Mao Zedong, Jiang Keshi, diese beiden. Nur ich im Ausland können veröffentlichen. Für Herrn Meng ist Deutschland das Land, das die Idee von Zhang Junmai am besten umgesetzt hat. Huan versucht zu erklären, dass aber auch China sich weiterentwickelt hat. Ja, und die Zeit verändert sich auch ganz schnell und China entwickelt sich auch sehr, sehr schnell. Aber eine Partei ist Diktatur, nicht geahndet. Und sie sind schon... Nicht geahndet. Und das ist ein wichtiger Punkt. Für Herrn Meng lässt sich nichts schönreden. Wenn China ein vorbildliches kommunistisches Land wäre, dann dürfte es auch kein privates Eigentum geben. Weil aber die Kommunistische Partei in China privates Eigentum akzeptiert, macht es aus seiner Sicht keinen Sinn, dass überhaupt eine kommunistische Partei existiert. Eine Partei, Diktatur, können nicht in Geschichte, in Zukunft leben. Sein Ziel und Lebenswunsch ist es, eine Gedenkstätte in China für Zhang Junmai zu errichten. Gedenkstätte. Gemeinsam versuchen wir, von Herrn Meng eine Zustimmung zu bekommen, dass China trotz vieler Defizite und Verletzungen vielleicht doch mit seinem Einparteiensystem einen Weg in eine humanere Zukunft finden kann. In China unmöglich. Diktator, eine Parteidiktatur. Nicht. Andere, diese Meinungsfreiheit. Nicht. Aber Demokratie, finde ich, ist bestimmt schon eine bessere Sache als
ein Partei, wie heißt das? System. Ja, ein Parteisystem. Aber man braucht noch Zeit. Ganz bis jetzt haben Sie in China gewählt. Ja, Bis jetzt keine Die Auseinandersetzung zwischen Herrn Meng und Huan ist auch eine Auseinandersetzung zwischen zwei Generationen. Der Ältere bleibt fest bei seinem Standpunkt, dass dieses System in China keine Zukunft hat. Der Jüngere, Huan, weniger politisch, sieht das Ganze weniger dogmatisch. Die beiden könnten noch Stunden diskutieren. Herr Meng würde fest bei seiner Ansicht bleiben. Kanak Nazi ist der Titel des ersten Kurzfilms von Dennis, unserem Praktikanten. Er hat ihn gerade gedreht und hier können Sie exklusiv die ersten Bilder daraus sehen und erfahren, wie er auf diese sarkastische Persiflage gekommen ist. Ich bin Dennis Öztürkoğlu, ich bin Praktikant bei Channel Welcome seit etwa 2 oder 3 Monaten und jetzt momentan drehe ich meinen ersten Kurzfilm und damit will ich durchstarten. Der Kurzfilm handelt von einem türkischstämmigen Jungen, der Adolf Hitler verehrt, ohne zu wissen, was er überhaupt getan hat. Er hat ein paar Videos gesehen und fand ihn charismatisch. Deswegen wollte er ihm nacheifern. Ich habe den Protagonisten so dumm dargestellt, dass man einfach nur zeigt, wie blöd einfach Rassismus ist. Also die Leute hassen, ohne etwas zu kennen, ohne etwas zu wissen. Sie hassen die Leute aus Afrika, die Flüchtlinge, die hierher kommen, ohne sie kennenzulernen, ohne ihre Absichten. Und ich wollte es damit natürlich übertrieben darstellen, aber nur damit man sieht, okay, der ist dumm, der weiß von nichts und einfach dem trotzdem hinterher. Und dasselbe will ich einfach so darstellen. Also natürlich ist es eine Satire und es ist alles überspitzt, aber es geht in die Richtung. Und ich bin mir sicher, es gibt Leute, die rassistisch sind, ohne jemals mit einem Ausländer geredet zu haben. Die einfach sagen, hey, ich kenne es nicht anders. Die machen nur Mist, obwohl es wahrscheinlich gar nicht mal der Fall ist, oder obwohl es gar nicht der Fall ist. Und die hassen sie einfach unwissend. Also wie gesagt, es ist alles nur überspitzt, aber solche ähnlichen Leute gibt es sicherlich. Da bin ich mir sicher. Den Kameramann und die Schauspieler hat Dennis aus seinem Freundeskreis ausgesucht, aber ihm fehlten noch die finanziellen Mittel. Wie hat Dennis seinen Film finanzieren können? Der Film wird von Think Big finanziert. Das ist ein Projekt von O2 und die finanzieren Jugendprojekte mit bis zu 400 €. Und ich habe für diesen Film 400 € bekommen. Unterstützt werde ich von der MSA Medienstelle Augsburg. Ja, also ich bin sehr zufrieden mit den Leuten, die mich unterstützt haben. Die waren alle eine große Hilfe und ja, ich bin zufrieden, mehr als zufrieden. Für den Film hat Dennis den altbekannten Hitlerbart gestutzt. Eine grausame Erfahrung für Dennis. Wie fühlte er sich, einen Mann zu verehren, den er hasst? Zu unserer Kamera sagt Dennis: Es waren 2 Tage, ich bin 2 Tage mit diesem Bart rumgelaufen und ich habe den Verstand verloren. Ich habe mich gefühlt wie Hitler. Ich wollte die Weltherrschaft an mich reißen und mir die Kugel geben. Aber dann dachte ich, Dennis, es ist nur ein Film, bleib in deiner Rolle. Der Bart ist rum und zum Glück war es auch so. Also wirklich, jede Sekunde hat mich damit fertig gemacht. Ein Drehbuch zu schreiben ist ein schweres Vorhaben, besonders für die, die noch keine Erfahrung haben. Dieses Problem scheint Dennis nicht gehabt zu haben. Ich habe das Drehbuch in 3 Stunden geschrieben. Aber ich habe es natürlich Wochen danach mehrmals ausgearbeitet und über das Ende war ich mir nie sicher. Das Ende habe ich vielleicht erst vor 2 Wochen geschrieben und das Drehbuch hatte ich schon seit einem halben Jahr. Seit einem Jahr sogar, das Drehbuch, genau. Und ja, ich hatte die Idee letztes Jahr schon und dann wurde es bestärkt durch die Pegida. Also durch die ganze Medienlandschaft, Pegida und allen möglichen, wurde es einfach so bestärkt, dass ich gesagt habe, ich drehe diesen Film dieses Jahr noch.
Viele Regisseure stecken ihre eigenen Erfahrungen in ihren Film. Hatte Dennis als ein in Deutschland geborener Türke auch solche Erfahrungen erlebt? Ich habe natürlich selber auch Diskriminierung erlebt, aber natürlich nicht so stark, wie es im Film wiedergegeben wird. Der Film ist natürlich eine Satire und sehr weit hergeholt, sehr viel übertrieben, aber wie gesagt, natürlich eigene Erfahrungen stecken immer drin. Also Diskriminierung habe ich leider auch erfahren, aber ich denke, das gibt es in jedem Land. Den Film Kana Knazi möchte Dennis auf Kurzfilmfestivals zeigen. Dazu will er noch eine Nachricht überbringen. Seid nicht dumm, also es ist wirklich so, seid nicht dumm gegenüber anderen Menschen, gegenüber fremden Menschen, lernt sie erst kennen, bevor ihr urteilt. Sagt erst, also beurteilt einen Menschen nicht wegen ihrem Aussehen oder wegen ihrer Hautfarbe, ihrer Religion, sonst irgendwas, sondern lernt sie kennen, beurteilt sie nach ihrem Charakter. Wenn es ein schlechter Mensch ist und er ist zufällig schwarz, dann ist es ein schlechter schwarzer Mensch. Aber dasselbe kann mit Weißen passieren. Aber wenn es ein schlechter weißer Mensch, schlechter türkischer Mensch oder sonst irgendwas ist, dann ist es einfach, weil sein Charakter einfach verdorben ist, nicht er selbst. Also natürlich er selbst, aber nicht aufgrund seiner Herkunft. Das soll man im Hinterkopf haben und das soll man wahrnehmen, auf jeden Fall. Die Dreharbeiten sind schon zu Ende. Es fehlt nur noch die Postproduktion. Dennis blickt zuversichtlich in die Zukunft in Sachen Film. Ich habe zwar mehrere Ideen, aber welchen Film ich als nächstes realisieren werde, weiß ich nicht. Ich lasse auf mich zukommen und es kommt auch auf den Zeitgeist an. Also wenn es ein interessantes Thema gibt, ich will nicht immer so zeitkritische Sachen thematisieren, aber wenn es etwas gibt, was mich sehr anspricht, dann würde ich auch was Aktuelles machen. Die 4 Drehtage, an denen Dennis seinen Filmtraum verwirklicht hat, werden für immer in seinem Gedächtnis bleiben. Aus traurigem aktuellen Anlass befasst sich Carolina Acevedo heute nochmals in ihrem Kommentar mit Menschen hier in diesem Land, die Gott sei Dank eine Minderheit sind, aber mit einer widerlichen Menschenverachtung täglich für Schlagzeilen sorgen. Alleinige Besitzansprüche für ein Fleck Erde stellen, auf das sie null Recht haben, in primitivster Weise hetzen, Häuser anzünden und einem ganzen Land immensen Schaden zufügen. Wir sind der Ansicht, dass es unsere Aufgabe ist, dazu nicht zu schweigen und auch dafür kein Verständnis zu zeigen. Vor 25 Jahren riefen die Menschen im Osten, wir sind das Volk. Und sie meinten damit Freiheit, den Inbegriff für Demokratie. Heute rufen viele von ihnen wieder, aber sie meinen die 4 Worte inzwischen ganz anders. Für sie gilt der Begriff Freiheit inzwischen nur, wenn es um ihre persönlichen Belange geht. Nämlich, dass nur eine bestimmte Elite, welche da auch immer mit Deutschland den Deutschen gemeint ist, das auserlesene Volk sein darf. Und sie nehmen sich jede Freiheit. Menschen anschreien, anpöbeln, Häuser anzünden, vor Mord nicht zurückschrecken. Ja, ein Menschenleben, wenn es nicht aus ihrer vermeintlichen Rasse stammt, ist nichts wert. Gab es das nicht schon einmal auf genau demselben Boden? Okay, ich bin auch der Ansicht, dass meine Wohnung mir alleine gehört. Wenn ich einen Garten hätte, würde ich vielleicht auch einen Zaun ziehen und damit sagen, der gehört nur mir. Aber kann jemand eine Stadt, sogar ein Land besitzen und sagen, das gehört nur meinesgleichen und kein anderer hat Zutritt, außer ich bin heute mal großzügig und gnädig. Sollte es einen Schöpfer dieser Erde in irgendeiner Form geben, dann weiß ich ganz sicher, dass er das so nicht gewollt hätte. Und dass, wenn ich ihm auch oft missfalle, es in seinem Sinne ist, dass ich mich jetzt und hier dafür stark mache und sage, alle Menschen haben das Recht und die Freiheit, dorthin zu gehen, wo sie wollen. Und wer das verbietet,
handelt gegen den Schöpfungsgedanken. Wenn ein Journalist im Spiegel, der für mich wichtigsten meinungsbildenden Zeitung in Deutschland, sich lustig über Slogans wie „Kein Mensch ist illegal“ macht, meint, das sei nicht klüger als die Position derer, die gar keine Flüchtlinge aufnehmen wollen, öffentlich schreibt, dass man Leute des Landes verweisen muss, die in ihrer Heimat nicht unter Krieg und politischer Verfolgung leiden, dann fange ich an zu zweifeln, bekomme ich Angst. Keine Arbeit, Leben ohne Perspektive, Hunger sind also keine Motive, ein Land zu verlassen, beziehungsweise kein Grund, Einlass in das heilige Land zu bekommen? Dass Deutschland vielleicht sogar zu deren Not beigetragen hat, das interessiert ihn und seinesgleichen nicht. Sondern der Kaffee darf nur 2,99 kosten, die Ananas 1,99. Umweltauflagen, die Dürre verhindern sollen, haben keine Bedeutung. Arbeitsplätze sind heilig, auch wenn Gewehre, Panzer, Tellerminden und Giftgas dabei herauskommen. Eben Pech für die, die gerade in solchen Ländern leben, wo Deutschland seine Exportüberschüsse erwirtschaftet. Wenn sich dann endlich mal ein Politiker hinstellt und emotional deutliche Worte statt Floskel findet, dann wird er noch von dieser, meiner Presse gerügt, dass er sich damit leider auf das gleiche Niveau derer begeben hätte, die zum Beispiel auf Polizisten mit Pflastersteinen werfen, im Internet bedauern, dass nicht noch mehr Menschen ertrunken, erstickt, verbrannt sind. Dann bleibt mir nur noch ein weiteres Wort für euch zusammen. Ihr alle seid das Pack. Juan war der erste Praktikant von Channel Welcome, sozusagen beim Startschuss mit dabei. 3 Monate sind inzwischen vorbei und er wird in Marburg sein Studium fortsetzen. Und wir werden ihn vermissen. Sehr geehrte Damen und Herren, ich bin Juan und ich bin jetzt ein Studierender für Medienwissenschaft in Marburg. Ich befinde mich im 5. Semester und ich möchte wissen, ob ich ein Praktikum für ungefähr 3 Monate bei Ihnen abschließen darf. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Woche. Juan Yu. 欢迎 Kamera läuft und bitte. 亲爱的朋友们，你们好。Hallo, ich bin Juan, ich komme aus China und ich studiere seit 2 Jahren in Marburg Medienwissenschaft. Mit dem Schreiben möchte ich Ihnen nur noch mal informieren, dass ich noch auf Ihre Entscheidung noch warte, da ich immer noch auf der Suche nach einem Praktikum bin. Sie müssen nicht auf diese E-Mail antworten. Ich möchte Sie einfach nur informieren, ich bin noch dabei. Entschuldigen Sie mich bitte, dass ich Sie gestört habe. Mit herzlichen Grüßen, Juan Yu. Es ist mein erstes Praktikum in Filmproduktion oder Fernsehproduktion. Schon in seiner ersten Woche in Augsburg vergaß Juan in der Straßenbahn seine private, professionelle Kameraausrüstung und sammelte erste Erfahrungen mit deutschen, nicht gerade einfühlsamen Behörden und Mitmenschen, die nicht immer ehrlich sind und so einen Fund selber behalten, was natürlich Diebstahl ist. Aber auch ich habe dabei viel gelernt. Juan war sehr traurig über den Verlust der Kamera, über unfreundliche Polizisten und Stadtwerke-Mitarbeiter. Aber das Entscheidende war, Juan sagte nicht viel, aber dass er noch leben würde und das doch viel wichtiger sei als eine Kameraausrüstung. Ich werde von seiner Einstellung immer etwas für mich behalten. Und ja, ich bewundere seine Art, das Positive herauszufiltern und das Negative einfach hinter sich zu lassen. Und Herr Glocke ist auch ein sehr netter Mensch. Am ersten Tag hat er schon bei mir einen tiefen Eindruck hinterlassen. Er ist sehr verantwortlich für alles. Und ich habe in Augsburg meine Kamera verloren und er kümmert sich ständig darum. Und ich bin sehr dankbar, dass es noch so viele nette Menschen gibt in Augsburg, in der Nähe von mir, die ständig um mich kümmern und die mir sehr viel geholfen haben. Ich habe bei Channel Welcome als Kameramann gearbeitet
Und danach habe ich auch in der Postproduktion nochmal. Läuft noch? Ja. Ich habe bei Channel Welcome als Kameramann hauptsächlich gearbeitet und bei der Postproduktion habe ich auch sehr viel gearbeitet. Wir machen zusammen Internetbeiträge und das hat mir sehr gut gefallen, weil wir immer mit verschiedenen Menschen, verschiedenen Protagonisten gearbeitet haben. Es gibt die Flüchtlinge, die aus Afrika kommen. Es gibt auch die Menschen, die freiwillig für die Flüchtlinge Unterricht geben. Und wir gehen auch zu verschiedenen Veranstaltungen in Augsburg oder in der Nähe von Augsburg. Und davon habe ich auch sehr viel gelernt. Und habe ich auch die deutsche Kultur noch mal tiefer erlebt, als ich noch an der Uni war. Es freut mich ja, dass ich als Türke ihm auch etwas von der deutschen Kultur beibringen konnte. Und was noch? Dass er vielleicht durch mich etwas lockerer wurde. Er war ja am Anfang ziemlich steif. Ich muss noch weiter studieren. Ich habe noch eine Bachelorarbeit hinter mir. Und ich bewerbe mich gleichzeitig noch um die Filmhochschule in Deutschland. Mit der Bachelorarbeit vor mir, meinte er. Und das mit der Filmhochschule, der wunde Punkt in meinem Leben, weil ich in München zweimal abgelehnt wurde. Irgendwie traue ich ihm das zu. Auch, dass er mal einen großen Film macht, von dem wir ja irgendwie alle träumen. Ich habe dann wenigstens einen Beitrag über ihn gemacht, mit einem schönen Statement von ihm über mich. Es gibt sehr viele Leute, die mir geholfen haben. Erstens Martin Pfeil, von ihm habe ich sehr viel gelernt, wie man richtig mit dem Protagonisten kommuniziert und wie man richtig die Fragen stellt und wie man einen Beitrag sehr wissenschaftlich schneidet und wie man richtig die Zeit planen, um alles zu erledigen in kurzer Zeit. Von mir habe ich ziemlich viel geholfen, deswegen vielen Dank. Und Dennis, mein Kollege, er ist auch ein sehr optimistischer Mensch und er kann sehr gut kommunizieren mit den Menschen. Ich werde nie vergessen. Neue Dimension bei Brandanschlägen. Mehrere Neonazis werfen einen Molotow-Cocktail in ein ehemaliges Schulhaus in Salzhemendorf in Niedersachsen, in dem seit Jahren Flüchtlinge untergebracht werden. Der Brandsatz löste im Wohnzimmer einer Familie aus Simbabwe ein Feuer aus. Die Frau mit ihren 3 kleinen Kindern schlief im Nebenraum. SPD-Abgeordneter zeigt Randalier von Heidenau an. Anhand eines Videos, das vermutlich von Rechtsradikalen selbst für kurze Zeit ins Netz gestellt wurde, zeigt der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Henning Hohmann die Gewalttäter an. Sigmar Gabriel über Rassisten in Heidenau. Das ist Pack. Wörtlich sagte der Vizekanzler über die fremdenfeindlichen Randalierer vom Augustwochenende. Das ist Pack. Das sind Leute, die mit Deutschland nichts zu tun haben. Diesen Menschen müsse man klar machen. Ihr gehört nicht zu uns. Wir wollen euch nicht. Und wo wir euch kriegen, werden wir euch bestrafen. Abstoßend und beschämend. Inzwischen hat auch Bundeskanzlerin Angela Merkel die rassistischen Ausschreitungen im sächsischen Heidenau mit scharfen Worten verurteilt. Es ist abstoßend, wie Rechtsextreme und Neonazis versuchen, dumpfe Hassbotschaften zu verkünden. Aber es ist genauso beschämend, wie Bürgerinnen und Bürger, sogar Familien mit Kindern, durch ihr Mitlaufen diese Dinge noch einmal unterstützen, sagte sie. Auf Tafeln und verbal werden ihr Worte
wie Volksverräterin, du blöde Schlampe, zeig dein hässliches Gesicht, du elende Fotze, entgegengeschrien. Kündigung wegen Flüchtlingshetze. Bei Morddrohungen hört es auf. Die Arbeiterwohlfahrt AWO kündigt eine Mitarbeiterin, nachdem diese über Facebook gedroht hatte. Dank meiner medizinischen Ausbildung wird keiner überleben. Toleranz, Demokratie und Solidarität sind Grundwerte der AWO, begründete diese ihre Entscheidung. Jedes Like bei Facebook zu volkshetzender Äußerung ist strafbar, sagte der Leiter der Abteilung für Staatsschutz, Hans Matthijs, der Deutschen Presseagentur in Stuttgart. Matthijs appellierte an die Bürger, solche Hinweise der Polizei mitzuteilen. Europa entsetzt über tote Flüchtlinge in Österreich. 71 Menschen, darunter auch Frauen und Kinder, sind qualvoll in einem LKW erstickt, in den skrupellose Schlepper sie gepfercht hatten. Am selben Abend sagte der bayerische Innenminister Joachim Herrmann, CSU, in einer Talkrunde, der Vergleich von Vertriebenen mit Flüchtlingen sei eine Beleidigung für die Vertriebenen vor 70 Jahren. Eigentlich wollten wir die Sendung immer mit etwas Komischen, Witzigen, Skurrilen abschließen. Das ist uns, glaube ich, auch bis jetzt immer gelungen. Aber wenn am 8. August, dem Augsburger Friedensfest, ein kleiner Haufen von, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, meint, über Lautsprecher aus einem Buch von einem türkischstämmigen Schriftsteller Parolen gegen Ausländer zu verteilen, dann ist das schon irgendwie komisch und auch tragisch. Aber unser Dennis findet die richtigen Worte, auch für seinen schreibenden Landsmann. Jede Minderheit muss geschützt werden. Das ist die Aufgabe des Menschen. Wir sind alle aufeinander angewiesen. Der eine kann nicht ohne den anderen. Der Mensch ist sozial und kann alleine nicht leben. Wir brauchen immer jemanden um uns herum, damit wir uns wohl und stark fühlen. Wir würden alle den Verstand verlieren, wenn wir alleine wären. Minderheiten wie Flüchtlinge oder Kranke brauchen unseren Halt. Auch die Leute, die gerade zu sehen sind, gelten als Minderheit in Augsburg. Sie halten Reden und kämpfen für ihr Recht. Ein Recht, das ihnen übrigens die Demokratie gegeben hat. Diese Gruppe bzw. Minderheit, die ihr hier seht, sind rechtsextrem. Ich nenne sie mal aus der Laune heraus Nazis. Sie stehen hier und lesen paradoxerweise aus einem Buch, das von einem türkischstämmigen Mann verfasst wurde. Dieser Mann nennt sich Akif Pirinci und setzt sich für ein reines Deutschland ein. Akif Pirinci war einst Autor für Katzenkrimis und heute gehört er zu den größten Hetzern des Landes. Mit seinem Buch Deutschland von Sinnen hetzt er gegen diverse Gruppen in einer niveaulosen Sprache. Also ich weiß nicht, ob diese Leute blind oder einfach nur dumm sind. Es sind genau die Leute, die sagen, die Türken bauen nur Mist. Aber rezitieren die Texte von einem Türken. Ein Türke, der sich selbst als Deutscher sieht. Daran ist auch nichts auszusetzen. Aber in welcher Form er das tut, das ist einfach nur lächerlich. Deutschland ist nicht von Sinn. Deutschland geht es prächtig und gehört zu den friedlichsten Ländern der Welt. Doch diese antisemitischen Gruppierungen wünschen sich ein Deutschland, das gar nicht mehr existiert und 12 Jahre Krieg, Zerstörung und Millionen von Toten gefordert hat. Ihr seht, dass es lediglich ein Dutzend Menschen sind. Genau deswegen nenne ich sie eine Minderheit. Auf der anderen Seite seht ihr mehr als 20 bis 30 Mal so viele Menschen. Menschen, die friedlich untereinander leben und die sich in diesem Deutschland wohlfühlen. Dieses unmenschliche Gedankengut teilt glücklicherweise nur eine kleine Gruppe. Aber leider gibt es diese kleine Gruppe. Naja, was soll man dazu sagen? Ignorante Menschen gibt es nun mal. Aber ich denke, diese Gruppe Menschen belasten wir als Minderheit und die behandeln wir auch so. Wir sind nur human gegenüber Humanisten und nicht gegenüber Antisemiten. Diese abscheulichen Extremisten sind verzweifelt. Und verzweifelten Menschen muss man für gewöhnlich beiseite stehen. Aber nicht in diesem Fall. Wir möchten das Soziale und Friedliche stärken. Nur mit eurer Unterstützung schaffen wir das. Schaltet zur nächsten Sendung wieder ein und wehrt euch gegen diese Hasstiraden. Zum Abschluss wünschen wir diesen Extremisten ein Lebewohl in verschiedenen Sprachen. Lebewohl, Farewell, Elveda, Despedida, Adieu, Adieu.